3 Zubehör-Gadgets für Motorradreisende und die Geschichte von meinem allerersten professionellen Unterstützer. Ich bin heute bei Bikespeak und jetzt geht's los. Auf meiner allerersten Motorradreise war ich ja in der Pandemie 10 Monate in Portugal. Und da hat mich der Thomas von Bikespeak, hinter mir sieht man den Van, angeschrieben und hat gesagt, ja, ich würde dir gerne ein paar Sachen schicken, kannst du an dein Motorrad machen, um dich zu unterstützen und so. Und da war ich noch so, ich hatte noch nie so eine Mail bekommen gehabt vorher, war ich so voll misstrauisch und habe dann so, ja, aber wenn es scheiße ist, sage ich es auch und so. Und alle so, ja, ist kein Problem, ist wie du willst. Ja, nach meiner Reise war ich dann ja auch hier und da hat er mir die Outback Motortech Schutzbügel drauf gemacht. Durch ihn bin ich auch gewechselt von den Lone Rider Motobags zu dem Mosco Moto Reckless System. Und ja, er hatte immer fantastische Empfehlungen, auch Spiegel und so. Und jetzt besuche ich ihn heute und jetzt gehen wir mal rein und er hat sicherlich ein paar gute Tipps. Ja? Er ist ein Spezialist für Adventure Gear für Motorradreisende. Hallo. Hallo. So, das ist der Thomas von Bikespeak. Das ist richtig. Und was machst du hier so? Ja, ich statte am liebsten Motorradreisende aus, so wie dich schon. 2020 war es, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, genau. Auf meiner allerersten Motorradreise. Du warst der Erste, der mich jemals unterstützt hat. Ja, Ja, du hast hier so einen Shop. ja, Und- ich nenne es mehr Showroom als Showroom, okay. Ja. Und ja, aber du bist ein Spezialist für Adventure Gear, Reisegear für Motorradreisende, Motorradfahrer. Shop. Genau. Also jeder, der gerne mit seiner Reise-Enduro unterwegs ist und so Sachen sucht oder auch auf einer anderen Maschine unterwegs ist und sich da halt so ein bisschen Ja. bewegen möchte, ja, klar. Hier stehen natürlich auch ein paar Bikes rum, die du mit Teilen ausgestattet hast. Ne? Genau. Was haben wir hier zum Beispiel? Das ist eine AJP PR7, für die mache ich jetzt den Stützpunkthändler im Rhein-Main-Gebiet. Also das ist die Probefahrmaschine. Ich nehme sie natürlich auch mit auf Messen. Deswegen auch die Folierung. Ist halt für jemanden, der ja was Leichteres sucht, so um die 150 Kilo. Hast halt dann Minimalismus, bedeutet kein ABS, keine Traktionskontrolle. Die kommt aber ursprünglich auch schon mit einem Navigationstablet von Samsung drauf. Da läuft auch die Software von DMD. Bei mir ist es jetzt halt hier entfernt, weil ich halt die DMD-Geräte selbst montiere. Ich habe also ein Tablet, was ich auf allen Fahrzeugen einfach hin und her switch. Und deswegen habe ich es umgebaut. Aber es wäre schon ein Tablet mit dran an so einem Motorrad. Cool. Ja. Und dann haben wir hier noch ein altbekanntes Motorrad, nur eine etwas dickere Variante als meine, Genau. die Tenere 700 World Raid. Genau, das ist die 2026er Tenere World Raid. Die habe ich aus 2 Gründen. Einmal, weil Outback Motortech die Sturzbügel wieder dafür entwickeln wollte und hier jetzt nicht wie bei der Standard 700er die Bügel Plug-and-Play waren von den alten zum neuen Modell. Hier hat Yamaha wirklich vieles geändert. Deswegen musste da auch einiges angepasst werden. Und ich bin jetzt in ein paar Wochen auf der Yamaha Tenere Spirit Travel Trophy eingeladen. Für DMD bin ich dort vor Ort und fahre auch das Fahrzeug. Wir haben noch ein drittes Motorrad hier hinten. Ein drittes Motorrad, ja genau. Das kleine dicke Schweinchen. Ist mehr oder weniger mein privates Motorrad. Das ist eine 1250 GS Adventure, GS Trophy aus der BMW Trophy 2022. Deswegen auch schon die ganzen Kampfspuren, was es mir erleichtert, weil ich weiß, wenn sie fällt, ist nicht schlimm. Meist tun ja nur die ersten Kratzer weh. Und ist, wie gesagt, meine allgemein jetzt die 4. 1250er GS und mit der fühle ich mich einfach wohl. Also ich bin weg vom Gedanken, was wiegt so ein Ding, es muss leicht sein, bla bla bla. Im Endeffekt musst du dich auf dem Motorrad wohlfühlen und das ist halt an dem Motorrad so. Und wo ich damit nicht runter oder hochfahren möchte, weil der Abschnitt zu steil, zu hart, zu irgendwas ist, das würde ich auch nicht mit der AJP hochfahren. Außer ich muss es fahren, dann ist klar, mit so einem Motorrad wahrscheinlich leichter. Die Frage ist halt, wie der Mindset da ist. Hier fühlst du dich wohl, du weißt, was das Motorrad macht. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Du fühlst dich wahrscheinlich auf der Tenere 700 auch am sichersten. Und wenn du auf einem Motorrad bist, wo du da zu 100% das Gefühl hast, gehst du mit einem anderen Gedankengang an so einen Berg oder an so eine Senke oder was auch immer. Was natürlich interessant ist, du bist natürlich da Spezialist und kannst vielleicht mal so 3 Empfehlungen, habe ich gedacht, geben, was coole Travel-Gadgets sind, weil ja,
Es kostet natürlich alles Geld, aber es macht natürlich auch wahnsinnig Spaß, immer das Motorrad mit coolen Sachen auszustatten. Und wenn man jemanden trifft unterwegs, was macht man? Man guckt, oh, was hat denn der? Ja. Und so weiter. Und das ist halt immer cool. Und bin ich gespannt, was du uns heute zeigst. Also ich denke, man muss erstmal grundlegend unterscheiden zwischen dem, der wirklich so am Wochenende Offroad einfach mal irgendwo auch ballern will, oder dem, der wirklich reist. Egal, ob das jetzt eine Woche ist oder ein Jahr oder was auch immer. Der Reisende hat ja als Grundziel immer Ankommen. Also der Fahrer, aber auch das Motorrad soll in irgendeiner Form ankommen. Deswegen wirst du das jetzt bei der jetzt nicht, aber bei allen Motorrädern, die ich habe, immer das gleiche Grundkonstrukt sehen. Bedeutet als erstes, das Fahrzeug muss so geschützt sein, dass wenn es auch mal einen Sturz hat, dass es das überlebt. Also es geht bei einem Sturzbügel nicht unbedingt darum, dass er die Verkleidung schützt, sondern dass er die elementaren Dinge schützt. Also in dem Fall ist es halt hier immer ein Kühler. Der ist genauso wie jetzt hier am Motorrad, der steht rauf. Bedeutet, wenn du einen Schlag hast, ist im schlimmsten Fall halt der Kühler defekt. Das werde ich hier mit so einem Kühlergrill, Käfig dann später noch lösen. Aber das wäre praktisch für mich immer Schritt 1. Sicher das Motorrad ab, dass wenn es zum Sturz kommt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Motorrad weiterfahren kann, gegeben ist. Das geht leider ganz schnell. Hatte ich jetzt auf der letzten Reise, hat auch ein Freund gestürzt. Ja, Rippchen angebrochen. Kannst trotzdem weiterfahren, das Motorrad konnte noch fahren. Ohne den Bügel wäre der Zylinderkopf von der BMW mit Sicherheit weg gewesen. Und dann wäre Ende Gelände. Und dann der schöne Urlaub dann halt kaputt. Schritt Nummer 2 zum Ankommen ist halt immer der Weg, wie komme ich hin. Deswegen wäre meine Empfehlung, schaut, dass ihr irgendeine Navigationslösung habt, die individuell ist, wo ihr auch mehrere Möglichkeiten habt. Du nutzt ja so ein Carburide. Carburide ist ganz praktisch, musst aber halt immer, wenn ich das richtig weiß, dein Handy als Spiegel verwenden. Ja, ne? Spiegelt das Handy, genau. Mein Hotseller momentan, das Produkt, was hier am meisten gerade geht, sind die DMD-Tablets. Das heißt, du hast eine integrierte Software, die auch offline funktioniert, kannst aber auch gängige Apps nutzen, die du sonst nutzt. Ob das jetzt Google Maps, Kurviga, Kalimoto oder sonst was. Aber haben eine sehr ausgeklügelte eigene Navigation mit drin. Und du brauchst kein Handy dafür dabei haben, oder? Nein, es hat intern 2 SD-Kartenslots und eine eSIM-Fähigkeit. Also wenn du das volle Potenzial haben willst, wäre halt schon praktisch, eine Internetverbindung zu haben. Finde ich aber gerade mit einer eSIM ganz praktisch, weil egal wo du bist, kannst du dir halt gerade die eSIM aktivieren, die du brauchst. Ja. Könntest dir auch zur Not mit dem Handy einen Hotspot geben. Da, wo du die Karten runtergeladen hast, geht es aber dann noch mit Offline-Navigation. Das basiert auf OpenStreetMaps. Die Karten sind alle praktisch im Gerät verfügbar, also praktisch über das Portal downloadbar. Musst also später auch nichts mehr kaufen. Das heißt, du kaufst dir einmal das Gerät, alle Updates, alle neuen Funktionen, alle Karten sind dann damit immer dabei. Kannst du es mal zeigen? Ist halt beim ersten Start so, fährt es halt komplett hoch. Und danach kannst du dann halt bestimmen, was es machen soll, wenn die Zündung aus ist. Dann wird es dann praktisch nur in so eine Art Standby-Modus gehen, dass du halt diesen Startprozess nicht hast. Ich habe es bei mir eingestellt, dass wenn ich 60 Minuten nicht nutze, also weder eine Taste drücke noch das Touch, dann fährt es dann komplett runter, um die Batterie zu schonen. Wichtig jetzt hier, es gibt eine aktuelle, alte App. Das ist das, was jetzt gerade direkt startet. Es wird aber in den nächsten Wochen schon auf DMD Next umgestellt. Das ist praktisch die Evolutionsstufe daraus. Das hier ist praktisch so das aktuelle, alte Design noch, wo man sich halt frei konfigurieren kann. Aber viel mehr Konfigurationsmöglichkeiten gibt es später über das DMD Next. Da kannst du dir wirklich hier alles fein einstellen, was du angezeigt haben willst. Hast mehrere Seiten. Du kannst dir die Karte konfigurieren, wie du willst. Du siehst den Untergrund in den verschiedenen Wegen, weißt also grob, was dich erwartet. Oh, ist cool. Und um das Gerät alleine zu erklären, um ungefähr 20% des Nutzens abzudecken, müssten wir eine Stunde filmen. Also du kannst dir alles einstellen, was du angezeigt kriegen möchtest, wie groß und an welcher Position. Ab wann bestimmte Wege, jetzt wie dieses Grüne, ab wann das ausgeblendet wird, weil du ja dann irgendwann sonst völlig überladen wirst. Das kannst du alles frei bestimmen. Das ist alles innerhalb deiner Einstellungsmöglichkeiten. Dann kannst du andere Geräte verbinden, wie ein Controller, Reifendrucksensoren oder fährst halt nach einem Roadbook, wenn du mit Roadbook fahren willst. Du hast gesagt, man kann andere Apps drauf machen. Ja. Also könnte ich quasi, wenn ich mein Handy nicht dabei habe, kann ich auch da mein Spotify oder so drauf machen und dann Musik hören damit? Würde funktionieren. Ja. Ah, super. Das ist ein Android-basiertes Tablet. Geht also alles, was auf Android geht. Cool. Und wie ist es, wenn ich jetzt also
sicherheitsmäßig, ist es daran gesichert? Abgeschlossen, ja. Du hast hier eine verschlossene Halterung. Das lässt sich auch relativ schwierig klauen, denke ich mal. Wenn es einer haben will, will er es haben. Und es ist auch also so gedämpft gelagert. Ne? Ja, ich sehe es. Ja. Aber wenn man es hier aufmacht, kann man es abnehmen. Richtig. Der nächste Vorteil, den du halt hast, ist einmal die Helligkeit von dem Display. Wir sind hier bei 2400 Nits. Das ist ja jetzt hier gerade sehr, sehr stark gedimmt. Das heißt, du siehst das dann halt auch im Tageslicht. Und zwischen der Außenscheibe und dem inneren Display ist wie so eine UV-Filterfolie, frag mich nicht. Eine ganz magische Folie. Das heißt, selbst wenn du praktisch den Sonnenball im Display normal nur siehst, selbst dann kannst du noch die Strecke erkennen. Cool. Und du hast halt in der Navigation super viele Möglichkeiten. Sagen wir mal, wir wollen jetzt hierhin navigieren. Hast du halt wie bei den Standard-Navis auch Vorgaben. Straße schnell, kurvig, Offroad würde er einfach, mittel und schwer anbieten. Hast aber auch eine Advanced-Sektion und hier kannst du jetzt bestimmen, welche Straßen du überhaupt haben willst, was du vermeiden willst, ob du lieber im Wald oder an Flüssen fährst, wie die Straßenbeschaffenheit sein soll, ob du Steigungen, Gefälle mit drin haben willst, wie viel Prozent du deine Kurven haben willst, also du bestimmst, wie viel Kurven du mit einbauen willst. Und du kannst bestimmen zwischen 0 und 100%, wie viel die Straße befestigt sein soll. Also wenn du es auf 0 schiebst, bist du überwiegend unbefestigt und umso mehr du das halt nach rechts schiebst, umso mehr nimmst du befestigte Wege mit. Wow. Und das dritte? Das dritte? Naja, du bist ja dann eigentlich immer unterwegs und musst irgendwie gucken, dass du deine Sachen mitnimmst. Aktuell ist ja der Trend, wir haben sehr, sehr viel Einfluss aus dem chinesischen Markt gerade. Vieles davon ist gut. Man sollte aber gerade im Bereich Gepäck, denke ich, immer darauf achten, dass man irgendwas hat, was bewährt ist, was auch lange wirklich hält. Ich denke, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn dann irgendwas in dein Gepäck reißt, deine Sachen nass sind. Du kriegst sie unter Umständen nicht mehr trocken. Also da auf irgendwas altbewährtes. Du hast ja noch das Moskau Moto hab ich dir irgendwann mal mitgegeben. Ja. Und 5 Jahre, 5 Jahre, genau, sowas, ja? Genau. Funktioniert immer noch, ist immer noch dicht. Es ist natürlich am Anfang eine Umstellung, wenn man von normalen Seitentaschen auf ein Rackless-System geht. Man muss halt mit dem Packen ein bisschen mehr organisieren. Aber egal, ob das jetzt ein Moskau Moto oder Giant Loop oder andere Marken sind, die schon lange auf dem Markt sind, die haben ihr System Giant Loop seit 2008. Die haben jetzt nur das Außenmaterial und das Logo verändert, aber die Taschen an sich sind in der Form seit 2008 unverändert. Ist also sehr bewährt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dich auf deiner Reise im Stich lässt, ist halt dadurch sehr gering. Moskau Moto, ja. Die haben ja quasi wie so einen Sattel und dann haben sie links und rechts eine Tasche. Aber Giant Loop ist ein bisschen anders. Genau. Also Giant Loop nennt das Horseshoe-Prinzip, also praktisch wie so ein Hufeisen. Du hast eine einzige Öffnung von oben und hast dann innen drin die Drybags, also die Packsäcke. Du hast einen Packsack jeweils für den linken und den rechten Arm und oben, wie so ein Duffelbag, so eine Hecktasche, die quer drin liegt. Wenn das alles gefüllt ist, stabilisiert sich dann da durch das komplette System. Das kann ich dir gleich vorne an einer größeren Tasche zeigen. Was du halt an Vorteil hast, ist, wenn du durchs Gelände fährst und das Wetter ist jetzt vielleicht nicht auf deiner Seite, hast also viel Staub, Matsch, irgendwas, dass alles, was du an Gepäck hast, halt da drin trocken und sauber bleibt. Du musst also keine schmutzigen Säcke mit rausziehen, wenn du ins Zelt gehst. Im Hotel ist easy, kannst du vielleicht abduschen oder so, das hast du hier nicht. Was denen halt wichtig ist, ist, dass du möglichst leicht bist. Also hier ist das Gewicht im Vergleich zu den meisten Mitbewerbern ungefähr auf die Hälfte reduziert. Also es ist eine sehr leichte, aber trotzdem robuste Konstruktion. Dadurch, dass halt die Innensäcke geschützt sind vom Außensack und nichts raussteht, können die Innensäcke dünner sein. Das sind also ganz leichte Kompressionssäcke, die da drin sind. Die müssen da nicht so stark sein. Und das nächste ist, Rackless Set bedeutet Rackless Set. Das heißt, du brauchst eigentlich noch nicht mal einen Heckgepäckträger. Das kannst du hier an der IOP ganz gut sehen. Die arbeiten hier mit so Voilet-Straps nennen. Also der eigentliche Hersteller ist Voilet. Das sind so Gummistraps. Die gehen einfach um das Heck unten drumherum, werden zugezogen und dann sitzt das trotzdem bickelfest. Du kannst es mit einem Heckgepäckträger machen, bist aber nicht dazu gezwungen. Also wirklich Rackless. Und man kann aber es auch noch erweitern hier mit so Taschen, wie ich sehe, wenn man möchte. Genau, richtig. Die nennen das Possibles Pouch, also Möglichkeiten-Tasche, weil du mit der Tasche eigentlich unzählige Möglichkeiten hast, die
zu nutzen. Also du kannst sie entweder an deinem Sturzbügel einfach festmachen oder auf deinem Heckgepäckträger oder an der Vorderseite von dem System, auf der Rückseite, an der Außenseite, da oben drauf, mehrere übereinander auf dem Tankrucksack. Du kannst damit eigentlich ziemlich alles machen. Du bist flexibel. Ich meine, du kannst ja quasi 4 von den Dingern noch dran machen, wenn du möchtest. 6. 6 sogar. Ja. Oben, unten, Seite. Ja. Wenn du Zur jetzt Not komplett. auch noch hier. Genau. Und halt auch was wirklich super praktisch ist, hatte ich jetzt auch mit. Ist auch so mit ein Verkaufsschlager. Ich wollte es gerade sagen, weil die kenne ich auch aus Südamerika. Genau. Also, das sind halt so Spritblasen. Gibt es in 1 Gallone, 2 Gallonen, 3 Gallonen und 5 Gallonen. 1 Gallone hat 3,8 Liter. Ich sag mal, mit der 1 oder 2 Gallonen kommst du schon super weit. Hat den Vorteil zu einem Plastikkanister, dass wenn du sie nicht brauchst, rollst du sie einfach ein und verstaust sie in deinem Gepäck. Ich hatte die halt bei mir einfach unter diesem Biberschwanz da drunter und dann ist die auch fest. Wenn du sie irgendwo anders hinhängen willst, wickelst du sie halt anders. Da bleibt auf der Außenseite die Gurte über und dann kannst du die auch zur Not an deinem Sturzbügel oder sowas festmachen und dann sind die auch weg. Ja, das ist super cool. Also wirklich, wo ich jetzt in Südamerika und so war, das ist das Nonplusultra an Benzin, wenn du Benzin mitnehmen willst. Kanister ist halt so, irgendwann werden die immer undicht. Das ist halt, und die sind halt, nerven halt, wenn du du brauchst ja in den wenigsten Gegenden brauchst du wirklich Benzin. Genau. Dann nervt er halt nur, weil du ich habe 4 Liter, was eigentlich schon wenig ist. Ja. Aber wenn du jetzt irgendwie 8 Liter Kanister, das ist halt ein Riesending. Genau. Und du kannst halt die Dinge einfach zusammenrollen. Genau. Ja, ich habe es in Venezuela sogar schon mal, da war ein Argentinier, der hatte die auch und da habe ich das schon mal gezeigt. Ich glaube, die sind noch ein bisschen, vielleicht haben sie ja Material, ich weiß es nicht mehr Material haben sie, wie gesagt, jetzt verändert. Haben sie geändert, für 26. Genau. Ja. Und, was du mir jetzt vorhin noch gezeigt hast, hier drin, ist kannst du noch mal zeigen. Ja. Na, komm raus. Ein Einfüller mit Filter. Weil wir hatten es vorhin davon, dass ich muss jetzt bei mir, wenn ich irgendwann mal zurückkomme nach Kolumbien, muss ich die Benzinpumpe wechseln, weil ich gehe davon aus, dass es durch vielstreckigen Sprit und so ist, aber hier hast du halt einen kleinen Sieb drin und kannst das dann zumindest grob filtern. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Gerne. Und wenn ihr Bock habt, euch sowas anzuschaffen oder so ein Tablet zum Beispiel oder auch was anderes, wie gesagt, der Thomas ist Spezialist für Reisesachen, fürs Motorrad. Dann müsst ihr nicht unbedingt hierher kommen, sondern man kann es auch finden bei bikes-peak.de oder wenn ihr nicht Deutschland, Österreich seid, gibt auch einen europäischen Shop, ist Bikes Peak EU. Bikes Peak EU. Aber du bist auch bei Instagram zum Beispiel. Genau. Ja. Also auf Social Media generell unter Bikes Peak ADV, egal ob YouTube, Facebook oder Instagram, findet ihr mich immer. Super. Das war schon für heute. Ich wollte hier mal vorbeischauen. Wie gesagt, weil es halt super cool ist zum Reisen und es macht ja immer Spaß, Gimmicks anzugucken, wie zum Beispiel hier auch so eine Jacke und so weiter. Wie geht's weiter bei mir? Ich plane ja immer noch irgendwann wieder zurückzugehen nach Kolumbien. Da bin ich gerade am Plan und auch am Ersatzteile zusammensammeln. Gerade arbeite ich noch an einem Video aus Brasilien. Es wird also noch was passieren, auch wenn im Moment nicht so viel passiert auf meinem Kanal. Es lohnt sich noch dabei zu bleiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, euer Ruti. Tschüss.